Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Arno Kersche und ich bin hier heute mit Nathalie Krustburger. Nathalie arbeitet als Head of HR bei Bluecode. Zuvor war sie tätig bei der Hypobank Tirol und bei Novartis. Nathalie, schön, dass du heute hier bist. Ja, danke für die Einladung. Nathalie, wie hat deine Reise oder wie hat dein Weg begonnen Richtung HR? Ja, eigentlich ganz klassisch, wie man es so kennt. Ich habe auf der Universität Innsbruck Wirtschaftswissenschaften studieren angefangen, habe dann mich in HR vertieft, habe die Bachelorarbeit geschrieben und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt suche ich mir ein Praktikum und schau mal, wie man den Einstieg so schafft. Es hat eigentlich dann relativ gut geklappt. Also ich habe dann bei General Electric eine Stelle bekommen im HR und für 6 Monate haben wir gedacht, okay, cool, taugt mir. Und das ist dann auf ein Jahr verlängert worden. Und danach war so die Frage wieder im Raum, was kommt danach? Gehe ich in den Master zurück oder schaffe ich den Berufseinstieg? Und habe eigentlich so mir gedacht, jetzt versuche ich es einfach einmal. Ich schaue, ob ich einen Job bekomme und das ist für mich dann das Zeichen. Wenn das funktioniert, dann gehe ich den Weg. Und so war es dann eigentlich auch. Ich habe dann bei Novartis im Recruiting angefangen, habe dann aber trotzdem irgendwie immer nur so den Drang verspürt, meinen Master zu machen, habe den dann berufsbegleitend gemacht am Management Center in Innsbruck, immer Freitag, Samstag neben meiner täglichen Arbeit. Der Arbeitsweg war dann ein bisschen länger und deswegen habe ich dann auch den Job gewechselt nach Innsbruck, um näher bei meiner Ausbildung zu sein. Und habe das so ein bisschen simultan dann gemacht, studiert und gearbeitet und dann doch beides erfüllt. Und dann, wo ich den Master fertig gehabt habe, habe ich schon sehr viel von großen Unternehmen kennengelernt, die Strukturen und Prozesse. Und das war für mich so, ich war bereit, was Neues zu machen und irgendwie war ein bisschen mehr Flexibilität in mein Leben zu bringen und habe dann eine Stelle gesucht, was so irgendwie mit meiner Persönlichkeit zusammenhängt, so wo ich mich einfach völlig gut entfalten kann. Und da bin ich auf mein jetziges Unternehmen Bluecode gestoßen. Es ist ein Startup und es ist eigentlich ein super gutes Match, was da zusammengekommen ist. Genau. Das klingt sehr nach Bilderbuchkarriere. Also das klingt so, als würde sich dein Lebenslauf sehr gut lesen lassen. Ja. Was würdest denn du so unseren Zuhörern und Zuhörerinnen empfehlen? Wie soll ein Lebenslauf gestaltet sein, dass er für jemanden wie dich interessant ist? Ja, wie du schon gesagt hast, also ich habe einen sehr geradlinigen Lebenslauf. Also meine Stationen waren eigentlich ziemlich logisch eigentlich. Also wenn man sich so zusammendenkt, ist es ziemlich logisch, wie ich reingekommen bin. Es gibt natürlich auch nicht so geradlinige Lebensläufe und die finde ich eigentlich auch extrem spannend, weil man einfach sich weiterentwickelt und der erste Job vielleicht auch nicht das ist, wo man sagt, das ist genau das, was ich später auch machen möchte. Und da empfehle ich einfach, das reinzuschreiben. Also wenn der Lebenslauf mehrere Stationen gehabt hat, mehrere Arbeitgebern, einfach im Anschreiben dazu schreiben, warum, was interessiert dich an der jetzigen Position und einfach für den Leser so den roten Faden mitzugeben, warum jetzt eine neue Position oder warum eine ganz andere Position. Genau. Jetzt hast du so verschiedene Stationen erwähnt. Wie schaut es aus, wenn es Lücken im Lebenslauf gibt? Also wie geht man am besten als Bewerber, Bewerberin damit um? Ja, also ich finde Lücken auch immer macht total viel Sinn, weil in den Lücken kann auch ganz viel passieren. Also manche machen ja Reisen, wo sie sich sehr weiterentwickeln, manche machen Ausbildungen, manche haben auch Schicksalsschläge, pflegen da dabei die Mutter oder Vater oder nahe Angehörige. Und das ist einfach dann natürlich, wenn man sich das dann im Lebenslauf durchschaut, entsteht dann die Lücke und da kann man sich für sich selber einfach definieren, was man da reinschreiben möchte, damit der Leser, der das halt vor sich hat, gleich einordnen kann, was ist da passiert. Und da habe ich schon ganz interessante Geschichten gehört, wo ich dann gesehen habe, wow, mega, was der dann halt aus seinem Leben danach auch gemacht hat, nach so einem
Schicksalsschlag, ja. Jetzt bekommst du wahrscheinlich sehr viele Lebensläufe und Bewerbungsschreiben auf den Tisch, oder? Naja, auch per Mail, ja. Ja. Wie ist es bezüglich so dem Erstkontakt, also so erstes Telefonat? Was ist dir da besonders wichtig? Ja, also der Lebenslauf ist was eines, also das ist so eine Eintrittskarte eigentlich ins Unternehmen, und das Telefongespräch ist dann so das erste Kennenlernen einfach. Und da ist mir besonders wichtig, ob sich der Bewerber halt so ein bisschen mit der Stelle auseinandergesetzt hat und auch mit dem Unternehmen, weil ich finde, das macht schon sehr viel Sinn, sich vorher Gedanken zu machen, ob das Unternehmen zu einem passt auch im Endeffekt. Und ob die Stelle auch die richtige ist, weil nur den Titel ist immer schwierig, was dahinter steckt. Und das ist auch schon öfter vorgekommen, dass nur der Titel interessant war und die Inhalte nicht bekannt waren. Und ich finde es besser, man geht einfach ganz informiert in ein Gespräch rein, man kennt die ganzen Hintergründe und kann halt dann besser artikulieren, für was habe ich mich denn da beworben und warum ist es wichtig, dass ich den Job dann bekomme in letzter Instanz, genau. Und so das Unternehmen zu kennen, ist ja das eine, aber jetzt wird dieses Thema Unternehmenswerte und passen meine Werte zum Unternehmen dazu immer größer, kommt mir vor. Wie wichtig ist das wirklich oder wie sehr wird es auch gelebt, dass Bewerber das auch wirklich abklopfen? Passe meine Werte zum Unternehmen dazu? Passiert das? Immer mehr eigentlich. Also es ist halt, die jüngeren Leute beschäftigen sich viel mehr, was will ich denn eigentlich im Leben? Wie soll meine Arbeit zu meinen Rahmenbedingungen passen? Und da ist es eigentlich historisch auch so, dass vorher war es halt immer so, dass sich der Arbeitgeber aussuchen hat können, wer bei ihm arbeitet. Jetzt hat sich das ein bisschen gewandelt, dass sich die Arbeitnehmer aussuchen können, wo sie gerne arbeiten möchte. Und da hat man natürlich als Unternehmen schon ein bisschen den Zugzwang, attraktiv zu sein und auf das auch einzugehen. Und das finde ich ganz toll, wenn sich die Leute damit beschäftigen, was ihnen wichtig ist und oder ob das Unternehmen das auch wirklich abdecken kann. Weil es macht halt keinen Sinn, in ein Unternehmen zu gehen und dann halt unglücklich zu sein, wenn es mit seinen persönlichen Werten nicht zusammenhängt. Beispiel, jemand, der halt so ganz ökologisch, nachhaltig denkt, ist wahrscheinlich in einem Job eher falsch, wo es in einem Unternehmen darum geht, Wegwerfprodukte zu produzieren. Also das wird, glaube ich, einfach nicht passen, und da wird einfach der Mitarbeiter auf große, lange Sicht eher unglücklich sein. Das ist aber meine persönliche Überzeugung. Jetzt hast du einen, sag jetzt einmal, geraden Pfad bis jetzt hinter dich gebracht. Ja. Also wir haben schon den Begriff von Bilderbuchkarriere, wir haben schon das Thema Werte gehabt. Wenn du jetzt so daran denkst, an dein 18-jähriges Ich, an die 18-jährige Nathalie, was würdest du der Nathalie, also der 18-jährigen Nathalie, heute empfehlen? Was würdest du ihr mitgeben? Ja, es ist Bilderbuchkarriere ist immer so ein interessanter Begriff. Ich war halt immer schon sehr zielstrebig. Ich habe eigentlich immer sehr genau gewusst, was ich machen will. Und das hat natürlich auch die Einbußen gehabt, dass ich halt die Phasen nicht gehabt habe, wo sie mal rausgekommen haben, also die Lücken im Lebenslauf, würde ich meiner 18-jährigen Nathalie schon ans Herz legen, nach der Schule einfach Au-pair zu gehen oder auf Reisen zu gehen und dann einfach das Studium nicht ganz so verbissen durchzuziehen und mehr Mut zu dieser Lücke zu haben. Ja. Mut zur Lücke, schön. Genau. Sehr schön. Wie du weißt, wir haben davor schon darüber geredet, wir haben bei Blinkist eine Playlist mit Büchern, Buchempfehlungen von unseren Podcast-Gästen. Welches Buch würdest du uns und unseren Hörerinnen empfehlen und auch warum? Ja, da habe ich eigentlich jetzt ein paar Bücher, eigentlich, die für mich ganz, ganz spannend sind.
aber der Autor, der mir in der letzten Zeit über den Weg gelaufen ist und was vielleicht auch für die Hörer spannend ist, jetzt musst du mir gerade helfen. Die Big Five for Life haben wir geredet. Genau, die Big Five for Life von Strzelecki. Genau. Das ist eigentlich so geschrieben aus Unternehmersicht. Und wenn man jetzt aus Bewerbersicht so mal sich mit seinen Werten auseinandersetzen möchte, finde ich das Buch von Strzelecki ganz interessant, Das Café am Rande der Welt. Klassiker, muss man gelesen haben eigentlich. Ja. Und ich finde, die zwei Sichtweisen ergänzen sich ziemlich gut. Einerseits vom Unternehmertum, wie kann man Unternehmen aufbauen, wo sich Mitarbeiter richtig toll fühlen. Und von der anderen Sicht her als Bewerber, wie kann ich mich einfach mit meinen Werten auseinandersetzen und was ist mir eigentlich im Leben wichtig. Und mit genau dem, was ist mir im Leben wichtig, ist eigentlich ein schöner Schlusssatz. Ja. Danke dir, Nathalie. Großartig. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Und für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr noch mehr wissen wollt darüber, wie man einen Lebenslauf gut gestaltet, wie ich ein Motivationsschreiben gut gestalte, dann besucht uns auf worklifelearn.com. Danke euch und bis zum nächsten Mal.